Hi, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch super einfach solch eine Turbanmütze nähen könnt. Ich zeige euch hier zwei Varianten. Ihr benötigt einen dehnbaren Stoff. Ich nehme hier diesen Jersey-Stoff. Ihr könnt aber auch einen Sweatstoff zum Beispiel nehmen oder einen Strickstoff. Wichtig ist aber, dass dieser halt dehnbar ist, so wie dieser Stoff hier. So, die Größe des Stoffes sollte die Breite vom Kopfumfang haben und die Höhe einmal von der Stirn bis zum Nacken gemessen. So, jetzt mache ich mir hier ein Bündchen. Dafür drehe ich mir den Stoff einmal auf die schöne Seite hin, also auf die rechte Seite. Jetzt kommen meine Stoffklammern zum Einsatz. Ihr schlagt dann hier unten einmal den Stoff nach oben hin. Ich habe da jetzt 6 cm genommen. Und dann schlage ich nochmal wieder nach unten hinweg und befestige das Ganze mit Stoffklammern. Das mache ich jetzt hier die ganze untere Seite. Und jetzt gehe ich hier mit der Nähmaschine einmal drüber. Das Ganze mache ich mit einem Fake Overlock Stich. So sieht das Ganze dann aus und jetzt können wir das Ganze einmal so umschlagen und dann seht ihr das Bündchen. So, jetzt falte ich den Stoff einmal in der Breite und schneide mir hier einmal die Ecke rund ab. Dann können wir den Stoff wieder auseinandernehmen. Jetzt drehe ich den Stoff einmal um, sodass ich die linke Seite, also die innere Seite, oben habe. Nehme mir meine Nadel und Faden und dann setze ich hier unten an. Und dann nehme ich mir immer große Falten und stecke die über meine Nadel. Das könnt ihr relativ grob machen, also ihr müsst da jetzt nicht haargenau immer die gleich große Falten nehmen. Ich mache das jetzt einmal hier rundum. Zwischendurch ziehe ich dann einmal durch. Und dann stecke ich mir wieder einige Falten über die Nadel, ziehe wieder durch und das mache ich dann einmal, bis ich am anderen Ende ausgekommen bin. So sieht das jetzt aus. Also ich ziehe jetzt einmal hier an beiden Seiten an den Fäden, schiebe das hier schön zusammen und dann haben wir hier eine schöne Raffung. Jetzt mache ich hier einen Doppelknoten rein. Schneide den überschüssigen Faden weg und das ist jetzt die innere Seite von der Mütze. Jetzt mache ich mir das hier schön zusammen und gehe hier mit dem Nadel und Faden nochmal hin und her, dass das schön zusammen bleibt. Weil sonst haben wir da ja ein Loch und das soll natürlich verdeckt bleiben oder geschlossen bleiben. So, das sieht dann so aus, wenn wir damit fertig sind. Das ist jetzt von außen. Und jetzt machen wir uns das noch ein bisschen schöner. Bei der Mütze habe ich mir überlegt, mache ich jetzt eine Schleife vorne drauf. Dafür nehme ich mir hier so ein langes Stück Stoff. Lege mir diesen einmal rechts auf rechts übereinander. Schneide mir hier die Ecken einmal weg, dass ich ja die spitz habe. Dann nähe ich mir das hier einmal zusammen. Einmal von links nach rechts. Allerdings müssen wir hier eine Wendeöffnung lassen. Durch die Wendeöffnung krempel ich das Ganze jetzt einmal um. So sieht das dann jetzt aus. Jetzt habe ich hier die Wendeöffnung und diese Wendeöffnungsseite lege ich mir jetzt hier einmal vorne auf die Raffung drauf. Nehme mir meinen Nadelfaden und ja, nähe das einfach da dran mit ein paar Stichen. Mache ich mir hier noch ein bisschen schön, dass das auch wirklich schön gleichmäßig verdeckt ist vorne, die Öffnung. Und das nähe ich mir jetzt einfach hier mit ein paar Stichen zusammen. Von oben nach unten. Also so sieht das dann jetzt aus. Und jetzt mache ich mir hier vorne einen Knoten rein.
jetzt ist die Mütze auch schon fertig. Ihr könnt natürlich jetzt die Schleife noch ein bisschen fixieren, indem ihr einfach mit 1, 2 Stichen vielleicht die ja, Schleifen links, rechts ein bisschen befestigt, dass die nicht irgendwie runterhängen. Ja, ich finde die wirklich sehr süß, vor allen Dingen für Kinder mit den Schleifen. Ich selber habe mir allerdings eine andere gemacht, und zwar etwas schlichter. Hier ist die Mütze soweit fertig. Jetzt kommt halt nur noch vorne die ja, Deko drauf, sage ich mal. Dann nehme ich mir wieder ein Stück Stoff, auch hier rechts auf rechts, und nehme mir einmal die eine lange Seite zusammen. Krempel das Ganze dann einmal um. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt haben wir hier auf der einen Seite die Naht. Die möchte ich natürlich später nicht sehen, also lege ich mir das Ganze andersrum auf die Mütze drauf. Gehe in die Mütze rein, ziehe mir dann oben durch so ein Löckchen einfach den Stoff durch. Gehe dann in die Mütze rein damit und nehme das Ganze hier einmal zusammen. Das mache ich mit einem einfachen Gradstich, schneide den überschüssigen Stoff weg. Ja, und fertig ist dann auch meine Mütze. Also wie ihr seht, ihr könnt da wirklich verschiedene Varianten ausprobieren. Vorne drauf verschiedene Dekomöglichkeiten. Also da ist eure Fantasie frei im Lauf gesetzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, lasst mir einfach ein Abo da.